Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute wird mal wieder nicht gekocht, sondern gebacken. Wir machen heute wieder das schnelle Sonntagsrezept. Und zwar gibt es heute leckere gefüllte Apfeltaschen. Die Apfeltaschen, die mache ich nämlich heute mit Blätterteig. Und das geht wirklich super schnell. In 30 Minuten sind die Apfeltaschen fertig. Den Blätterteig, den kaufe ich persönlich immer tiefgefroren. Der lässt sich dann super schnell verarbeiten, kurz vorher rausnehmen und dann kann es schon losgehen. Wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich über ein Abo und ein Like von euch wirklich sehr freuen. Und wenn ihr keins meiner weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch gerne die Glocke. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für die Apfeltaschen benötigt ihr folgende Zutaten: tiefgefrorenen Blätterteig, eine halbe Zitrone, 4 Äpfel, Eigelb mit ein bisschen Kondensmilch oder Sahne gemischt, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 Esslöffel Paniermehl, 1 Esslöffel Nüsse nach Wahl und 2 Teelöffel Zimtzucker. Zuerst werden die Äpfel geviertelt, das Kerngehäuse entfernt und ich schäle sie zusätzlich auch noch, da sie ja nur kurz im Ofen sind. Wenn ihr die Schale dran lassen wollt, dann solltet ihr sie vorher ein paar Minuten kochen. Die Äpfel schneiden wir in gleichmäßig kleine Würfel. Die Apfelstückchen sollten schön klein sein, da wir ja später den Blätterteig damit befüllen. Nun pressen wir eine halbe Zitrone aus. Den Saft der halben Zitrone geben wir jetzt über die Äpfel. Das verhindert zum einen, dass die Äpfel braun werden und gibt den Blätterteigtaschen später einen tollen, fruchtigen Geschmack. Jetzt geben wir eine Prise Salz an unsere Äpfel, denn an jede Süßspeise gehört grundsätzlich eine Prise Salz. Dann gebe ich 2 Teelöffel Zimt und Zucker dazu. Ich habe hier 2 Esslöffel Zucker mit einem gehäuften Teelöffel Zimt gemischt. Dann geben wir einen Esslöffel Nüsse dazu. Ich habe hier Haselnüsse genommen. Dazu geben wir jetzt noch 1 Teelöffel Vanilleextrakt und 1 Esslöffel Paniermehl. Das Paniermehl bindet die Flüssigkeit der Äpfel und sorgt später dafür, dass unsere Füllung nicht zu flüssig wird und ausläuft. Keine Sorge, geschmacklich merkt man davon überhaupt nichts. Und jetzt brauchen wir unseren Blätterteig. Der war ja tiefgefroren, den habe ich 10 Minuten vorher rausgenommen. Die Blätterteigplatten werden halbiert, kurz ausgerollt, damit sie ein klein bisschen größer werden und am Rand einmal rundherum mit Eigelb bestrichen. Auf den Blätterteig geben wir dann unsere Apfelfüllung. Dann klappen wir den Blätterteig zusammen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr die Ränder ziemlich kräftig andrückt, damit später auch nichts auslaufen kann. Ich drücke das Ganze jetzt rundherum noch mit einer Gabel schön fest an. Aus einer Blätterteigplatte bekommt ihr dann immer 2 Apfeltaschen. Die gefüllten Blätterteigtaschen legen wir dann auf ein Backblech, das wir mit Backfolie ausgelegt haben. Jetzt bepinseln wir die Blätterteigtaschen mit unserer Eigelb-Kondensmilchmischung. Statt Kondensmilch könnt ihr auch gut einen Schluck Sahne verwenden. Die Blätterteigtaschen mit der Eimischung schön dick einpinseln. Das sorgt später für einen tollen Glanz. Die Blätterteigtaschen jetzt im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft für 20 Minuten backen. Und so schön goldgelb und knusprig schauen sie aus, wenn sie aus dem Backofen kommen. Danach die Blätterteigtaschen erstmal eine gewisse Zeit lang auskühlen lassen. Wenn die Apfeltaschen auf eine lauwarme Temperatur abgekühlt sind, könnt ihr sie mit Puderzucker bestreuen. Ihr könnt sie später warm oder kalt genießen. Sehen die nicht einfach zum Anbeißen lecker aus? Das Beste ist, es hat noch nicht einmal 30 Minuten gedauert, sie herzustellen.
Und hier seht ihr die Apfeltaschen im Anschnitt. Genau so sollten sie aussehen. Der Blätterteig ist wunderschön aufgegangen und die Füllung ist genau da, wo sie hingehört und auch nicht zu flüssig. Ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Na dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!